Vielleicht hätten sie sich doch waschen sollen. The world has ended. Who cares about showering? Meine Rede. We can get used to it. Adapting shouldn't be hard. It will be like a camping trip. It will... Oh no. That smell is just terrible. Don't puke. Don't... Suspicious looking stains cover parts of the page. Can we spare some water? Mary Jane has been asking about it all day. Mary Jane caught something nasty. There has to be some water left. Dolores should get it. Dolores got ill. Ted needs water to survive. Ted became infected with something. Na, schön. Jetzt sind alle krank, weil wir uns nicht gesäubert haben. Verdammt, Axt. Wasser, Wasser, Wasser. Alle wollen Wasser. Hofft mal bitte, dass euer Timmy bald mal wiederkommt. Spiders seem to be operating under the assumption that they have all the same rights to the shelter as we do. They are everywhere and don't seem very scared of us. It's time we changed that. We don't want any more spiders in our soup. No, sir. Wir könnten jetzt wieder zum Boy Scout greifen oder das Pestizid rausrücken. Sollen wir es wagen und endlich... Oder heben wir uns das Pestizid auf, falls die doch nochmal wieder duschen wollen? Oh, diese Entscheidungen könnten die letzten sein. Kann auch sein, dass die Spinnen so giftig sind, dass wenn wir versuchen, sie mit dem Buch zu erschlagen, dass jemand stirbt. Weil die Spinnen sie angreifen. Oh, ich nehme lieber das Pestizid. Sicher ist sicher. Timmy? Ja, Timmy kommt wieder. Timmy ist auch krank. Timmy, was hast du mitgebracht? Das sieht aus wie Suppe und ein bisschen Wasser. When it's us or them, there shouldn't be any reservations when it comes to choosing your arsenal. We knew those spiders stood no chance against well-aimed bug-killing spray, so we used it. When it was over, the few remaining spiders fled. We started cleaning up and claimed an unexpected prize, a soup can that we didn't notice before. It was well hidden in the shadows under a few layers of dead spiders. Eine Suppe dazu. Leider ist es Insektizid weg. We were so afraid for Timmy, but he came back from the wasteland and is safe with us now. Our poor, poor house was completely destroyed above our shelter. It's really sad and devastating. Where will we live after we get out of this mess? Surely fate is not cruel enough to keep pushing us to Dolores' sister in Toronto? Ah, okay, Dolores hat also eine Schwester, die in Toronto wohnt. Wir befinden uns jetzt gerade nicht in Toronto. Wir könnten allerdings... Nein, es würde ja keinen Sinn ergeben. Wir sind bestimmt irgendwo in den USA. Das soll so schlimm an Toronto sein. Ich dachte, Kanada ist doch eigentlich schön. Ist nur irgendwie so eine No-Go-Zone für Amerikaner, kann das sein? The only recognizable furniture in the kids' room were burnt desks and Mary Jane's bed. There was a hidden stash under the bed. It was full of soup cans. Wieso, Mary Jane, hast du... Ich frag gar nicht. Ich sollte nicht fragen. Our kitchen is a pile of rubble. It took us weeks to find those lovely chairs that matched the floor tiles. Now they were nowhere to be found. Only a few bottles of water remained scattered in the dirt. Yes, Wasser. Wasser und Essen ist eigentlich halt mit das Wichtigste. Allerdings wäre halt irgendwie Medikit auch schön, um zumindest einen von den Leuten zu heilen, damit die uns nicht nachher alle wegsterben durch Krankheit. Das wäre schon mehr als bitter. Diese Orte, wo die Leute hingehen, ist es auch irgendwie random. Also ich hatte bisher noch nie, dass er ins Haus gegangen ist. Ich hatte das schon öfter, dass er in der Schule war, wo er ganz viel Wasser gefunden hat. Oder Mary Jane hat schon mal Rucksäcke gefunden, die rumlagen, wo extrem viel Zeug drin war. Das ist immer auch Zufall. Und außerdem kann es auch mal sein, dass die ganze Expedition halt für den Arsch war, beziehungsweise die kommen einfach ohne irgendwas zurück, was natürlich dann auch schlecht ist, wenn man extrem drauf angewiesen ist. It's impressive how very Mary Jane is handling this situation. She looks fine today. Okay, Mary Jane geht's gut, die braucht gar nichts. Timmy muss was essen, muss was trinken. Ist nix trinken, aber sollte was essen. We haven't done anything about Dolores' sickness. Ich weiß. This morning has been calm enough for Ted and he's doing
Well, obwohl er immer noch krank ist. Ist was. Wir bereiten wieder was vor. Timmy kann nicht, wie man hier sieht. If Timmy goes out right now, he might die. Und ich meine, die Leute, selbst wenn sie so gut vorbereitet ist, wie Mary Jane, feeling excellent, obwohl die alle krank sind, ne? Kann es trotzdem sein, dass die nicht wiederkommen. Also, wie gesagt, ich hatte schon mal einen Spielstand, wo Dolores die einzige war, die am Ende noch übrig war. It looks like the area is still irradiated. Going to the wasteland right now is unsafe, unless you don't mind getting sick. Könnt natürlich auch sagen, okay, solange es immer noch so radioaktiv ist, schicke ich gar keinen raus, aber es ist einfach, brauchen Vorräte. Man weiß ja nie. Also entweder schicken wir Ted vielleicht raus oder Mary Jane. This is a joyful time in a sea of grief. It's Timmy's birthday today. Just like last year, we waited until the last moment to get him a present. But this time our options are limited to whatever we can find in the shelter. What is he getting this year? Das Boy Scout Ding. Hoffentlich ist es dann nicht weg. Ich meine, es wäre unlogisch, wenn es dann weg ist, ne? Es ist nicht weg. Mann, ey, du siehst richtig scheiße aus, Timmy. Ihr seht alle scheiße aus. We don't know if Timmy is ever going to be a Boy Scout after the apocalypse. Yeah. Or the Scout handbook is a deadly spider-killing weapon in his capable hands. He's having fun. If we don't cure Mary Jane soon, who knows what will happen. Shit. Timmy is very hungry. Immer noch. Das ist auch so, wenn die von so Natur halt wiederkommen, sind die erstmal ein paar Tage lang super hungrig. Die ganze Zeit. How about getting Timmy something to drink? He's not looking well. Timmy has rested. Life is hard for all of us right now, but Dolores is in a good mood today. We hope it will stay this way. No new problems are troubling Ted this morning. Ted wird auf jeden Fall rausgehen. Mary Jane ist halt sehr krank und Timmy ist hungrig. Gut. Du kriegst was zu essen. Und Ted kriegt was zu essen und Wasser, weil er rausgehen wird. Oh, Timmy ist sogar wieder so gut drauf, dass ich ihn auch rausschicken könnte. Nee, muss ja nicht sein. This is a good day to go outside, stretch a bit, get some fresh toxic air, maybe scavenge a thing or two. We sure could use some extra supplies. That's if we want to survive. Ich hoffe, er findet entweder ein Medikit oder eine Gasmaske. Das wäre schon sehr gut. Tag 10. Das verändert sich hier halt auch so ein bisschen. Also hier liegt jetzt schon eine leere Wasserflasche. Hier steht diese angebrochene Suppe rum. Can we spare some water? Mary Jane has been asking about it all day. Timmy should eat something. Immer noch, obwohl er schon so gut wie fast eine ganze Dose alleine aufgefuttert hat. Timmy's in terrible shape. We need to give him water now. Dolores had to drink sometimes. Ted left for the surface. We hope he'll be back soon. Alle kriegen was zu trinken. Oh, nein, stopp, Moment. Und du kriegst was zu essen. Na. Tag 10. If there's any... Zu viele TH und S. If there's anyone who can rescue us from this hellish situation, it's our government. You can badmouth them all you want, but that probably means you're either a naysayer or a commie. Weil Kommunisten ja sowieso immer schlecht sind. We're good citizens. We've been paying our taxes regularly, so we are sure Uncle Sam is coming to get us. So, Mann. Well, except that one time when never mind. The government people are coming, and we should keep our ears and eyes open for any sign from them. Gut, dass wir ein Radio haben. Nicht wahr? Ihr seht immer noch alle ziemlich beschissen aus. We knew it! The government has not fallen and they're coming to save us. Noch nicht heute, aber naja. They didn't give exact dates in their radio transmission, but we're sure they won't keep us waiting long. Wie gesagt, ne? Ich hatte schon mal 40 Tage.
They said they would be in touch in a couple of days and told us to await further instructions. If we don't cure Mary Jane soon, who knows what will happen. Das hatten wir schon vor 2 Tagen und sie lebt immer noch. Timmy might not look like it, but he's a strong young boy. He's doing just fine. Abgesehen von der unnatürlichen Hautfarbe, diesen komischen Masern über den ganzen Körper, der Rotznase, den blutigen, blutunterlaufenden Augen und, naja, gut, ne? Sieht super aus. Dolores is fine and well, as much as anyone can be fine and well in this tiny shelter. Oh, irgendjemand was zu trinken? Nein. Weder Hunger noch Durst. We thought it'd be a great idea to have some role-playing fun and create our own shelter theater group. We called it the Thunderdome. We spent the rest of the day trying to write a script for our performance. We almost got into a fight over it and decided that maybe it would be best to play something simpler. Oh, jemand hat was an die Wand gemalt. Aber ihr seid immer noch alle ziemlich krank und Ted ist noch nicht wieder zurück. We played hide and seek. The longest round we were able to play lasted for around 10 seconds. And that was only because the lights went out for a moment. Ja, es gibt nicht wirklich viele Plätze hier, wo man sich verstecken könnte. It's always better when things are calm. Luckily, nothing new happened to Mary Jane today. Timmy needs an extra blanket. He's shivering all the time. Uh-oh. Dolores has not eaten for a while. Irgendjemand wird heute noch sterben. Every new smell attacks our noses in this little shelter instantly. There isn't much we can miss. So, when a single brick fell out from the wall, revealing a tight opening, our senses were immediately invaded by a terrible stench. We should probably check that hole out and see what the source of that smell is. Könnte tödliche Konsequenzen haben, aber wir müssen das jetzt riskieren. Ted ist zurück und er hat eine Gasmaske mitgebracht. Oh mein Gott, und eine Axt und ein Medikit und oh mein Gott. Ich liebe dich, Ted. We looked into the hole, fearing something might come at us, with claws, fangs, or other mutated and sharp body parts. But nothing happened. Instead, we found a dead rat who was trying to break into a can of tomato soup. He failed miserably. We have a feeling we'll be luckier than him, so we confiscated it. We gave the rat a proper burial in an empty can. He deserved that much. No. Immerhin. Und außerdem haben wir eine Suppe noch dazu gekriegt. Ted has safely returned from his voyage to the surface. Our expedition was able to get to a local hospital. It appears that the blast blew up some of the upper floors. Beds, some with patients still on them, and shreds of medical equipment were lying all over the place. However, after exploring the first floor, we concluded that the majority of people inside evacuated the building in time. The canteen had a respectable supply of tomato soup. Die müssten ja alle unglaublich auf Tomatensuppe stehen da, ne? Meine Güte. It looks like this was the only thing they fed the patients. Now we are 100% sure it's healthy. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Kommt immer drauf an, welchen Caterer das Krankenhaus engagiert. Plus einmal Suppe. There were plenty of bottles of liquid in one of the wards. Peroxide or not, water is water and beggars can't be choosers. Holy shit. Wenn ich mich recht entsinne, ist Peroxid Bleichmittel. Aber hey, plus 2 Wasser. Whatever. It wasn't hard to find a fully equipped first aid kit. After all, it's a hospital. One of the surviving hospital beds had a gas mask hanging on it, along with a note that read, "Wear this. Patient smells really bad." What? One of the dead patients had an axe sticking out of his back. According to his chart, he was feeling perfectly fine before the atomic blast. We decided he probably no longer needs that axe. Yes! Also wir haben jetzt relativ viele Sachen gekriegt.
Sie sind gut mit Wasser und Suppe. Und wir können auch jemanden heilen. Und ich denke mal, dass es eventuell Ted sein wird, weil wir unsere Erwachsenen schützen müssen. Mary Jane is very thirsty and has to drink something. Some water for Timmy would be nice. There has to be some water left. Dolores should get it. Ted's stomach is rumbling. Ted is really tired. Und Wasser und Suppe für alle. Don't even care. We're not certain about the situation on the surface. A trip could be risky, but we could really use the supplies. Ted fällt weg. Dolores might be fit enough. Das klingt nicht so wirklich überzeugend. Mary Jane is more than ready to go out and scavenge. Timmy can do it. Timmy can go to the wasteland. Preparing. Ich denke mal, ich werde Mary Jane rausschicken. Entweder kommt sie zurück oder sie kommt nicht zurück. Muss man wohl riskieren. If we care about the future of our kids, we need to start homeschooling. Timmy, or maybe homeschooling Timmy. Scheiß auf Mary Jane, oder was? Or maybe shelter schooling is the right choice of words these days. We need to provide him with some reading material as soon as possible. Was ist das für eine Auswahl? Was soll er denn am... Naja, gut. Gut, dass wir ein Buch haben. Wenigstens eins. Yeah, Ted ist gesund. Leider hat sich dadurch auch wieder mal das Medikit aufgebraucht. Vielleicht hätte ich doch Mary Jane heilen sollen, weil die ja losziehen wird.